Als ich das erste Mal mit dem Rollstuhl draussen war, bin ich schon ein bisschen aus allen Wolken rausgefallen. Es sind einfach ganz viele Sachen, die einem wie gar nicht auffallen, wenn man nicht betroffen ist. Das hat mich am meisten überrascht, wie unrollstuhlfreundlich so unsere Welt ist. Mir fallen viel mehr Barrieren im Alltag, die vorhanden sind, viel genauer auf. Weil ich es halt einfach jetzt auch im Alltag da merke, dass es halt gewisse Adaptionen braucht. Die ist eigentlich eine ganz normale Wege wie die anderen auch, nur dass halt ein paar von uns im Rollstuhl sind. Es ist die erste inklusive Para-WG, also wo Menschen, die im Rollstuhl sind und Menschen jetzt von der ETH Zürich ohne Beeinträchtigung, also körperliche Beeinträchtigung, zusammenleben. Also im Moment leben 5 ETH-Studierende da und 2 Klientinnen. Para-WG ist da für ein Wohntraining für Menschen, die einen Querschnitt haben, also irgendeine Querschnittlähmung haben. Wir befähigen sie befähigen, zum Beispiel zum Saugen, zum Einkaufen, zum Miteinander kochen, aber auch Körperhygiene oder je nachdem, was halt der Mensch braucht. Ich bin vor noch nicht so lange her verunfallt, darum noch relativ frisch aus der Reha und habe dann nach einer Übergangslösung gesucht, bevor meine eigene Wohnung dann fertiggestellt wird. Und da war Para-WG eigentlich die perfekte Option. Was ich mitnehmen könnte aus dieser Wege, ist einfach so, dass man sich gewissen Hürden bewusst ist. Ich hoffe, dass ich da vielleicht wirklich so ein bisschen Bewusstsein dazu entwickeln kann und dann auch weiss, hey, was man vielleicht ändern müsste, damit sich alle freier bewegen könnten. Auf jeden Fall finde ich das Konzept mega toll, dass wir Leute da wohnen, die nicht betroffen sind und wo durch das mega sensibilisiert werden und da halt mit den Leuten umgeben sind. Was ich auch spannend finde, ist, dass sie aus ganz unterschiedlichen Studiengängen kommen. Ich meine, es fängt so an, wenn man jetzt sich mit so Themen befasst, dann kann man das später im Alltag auch umsetzen. Und eben, wenn ein Architekt vielleicht mehr auf das Thema sensibilisiert ist und dann ein Haus baut, das vielleicht nicht nur Stege hat oder nicht beim Eingang nur schon so eine Schwelle hat, ist eigentlich genau das, was wir brauchen, um so die Welt ein bisschen rollstuhlfreundlicher zu machen.